Ist das der Gamechanger im digitalen Zusammenspiel zwischen Schüler und Lehrer? Korg Piano Rack. Du hast den Artikel schon vorab geschrieben Ja, ist schon eine Weile her. und wir haben es jetzt hier zum und Testen. du hast es. Ich habe es schon Ich nicht. und so ist es manchmal. Ja. Wir testen dieses Gerät, wo man mit einem anderen online quasi sein Digitalpiano anschließen kann, hat ein Mikrofon noch, wo man reinsprechen kann und kann dann digitalen Unterricht oder sonstige Sessions machen. Und wir schauen, ob das Korg Piano Rack das hält, was es hier verspricht. Ja, das ist für euch als Online-Musikschule natürlich ein super interessantes Ding. Deswegen ja, Game Changer, das kann es wirklich sein. Ja. Wir haben ja während der Corona-Zeit so Fernschalten gemacht, wo Genau. wir dann eben auch aufgenommen haben. Und wir wissen auch, welcher technische Aufwand dahinter steht. Genau. Und dieses Gerät minimiert den technischen Aufwand auf ein absolutes Minimum. Und wir schauen, ob das funktioniert, wie das klingt Genau. und ob das auch wirklich so praktikabel und einfach ist, dass es wirklich jeder, der mit Technik nichts zu tun hat, bedienen kann. Genau, das sollte es immerhin leisten. Das war eben das, was wir festgestellt haben. Wie kann man eigentlich so Piano-Lessons online machen? Genau. Das ging ja in der Corona-Zeit, ging das ja ab. Und ich habe selber auch Klavierunterricht. Das war, glaube ich, meine erste Klavierstunde, die ich dann hatte, war dann online. Ja. Und ja, das war dann alles gar nicht so einfach. Und ich habe mich dann angefangen, auch damit zu beschäftigen. Und hinterher haben wir solche Streams gemacht. Und das ist jetzt das kleine Streaming-Tool. Ich bin total gespannt. Ja. Und wir ziehen jetzt nach Hause und da können wir dann quasi online testen, wie dieses Gerät funktioniert. Wir Bleibt sehen dran. uns im Stream wieder. Genau. Okay, dann beginnen wir unsere Online-Session. Wir werden jetzt das Piano Rack, das in diesem schönen Beutelchen hier kommt, erstmal auseinanderbinden. Das ist hier, das ist Kopfhörer und Mikrofon. Und hier haben wir das ganze Interface. Schauen wir mal. Ordnung ist das halbe Leben. So, hier sehen wir jetzt einmal einen USB-C-Anschluss. Der kommt bestimmt in den Computer. Ganz sicher sogar. Und dann haben wir einmal einen Kopfhöreranschluss für unseren Kopfhörer. Kommt da dran. Und dann haben wir noch den Anschluss für unser Digitalpiano. Und das stecken wir auch rein. Und dann sollte es schon funktionieren. Dann nehme ich mir mal den Kopfhörer. Und genau, funktioniert. Ich kann das Instrument schon hören. Und jetzt schalten wir uns das noch in unsere FaceTime-Session. Also für die Ausgabe nehmen wir Korg Piano Rack und genauso auch für die Toneingabe, für das Mikrofon. Und jetzt können wir damit telefonieren über FaceTime. Und dann rufe ich den Yassin mal an und dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Hallo Yassin, die Verbindung steht. Ja. Hallo Jörg. Und ich kann dich super hören. Es funktioniert schon mal, also aus meiner Sicht super über das Headphone-Set hier. Ja, also gebe ich gern zurück. Ich höre dich sehr gut. Kaum Latenz, also alles gut, kein Rauschen, kein Nix. Also Sound ist von der Stimme gut. Alles klar. Wie sieht es mit dem Audio aus? Kannst du das hören? Wundervoll. Ja, spiel du mal. Kann ich auch super klar und deutlich hören. Allerdings ist der Sound Mono, weil FaceTime überträgt Audio in Mono und nicht in Stereo. Aber man kann damit arbeiten. Es klingt also wirklich okay, man kann gut damit arbeiten, es rauscht nichts, es gibt keine Störgeräusche. Also für eine Übertragung im Unterrichtssinne, dass man mal jemandem was zeigt oder auch hier mal zeigt, so einen Fingersatz oder so, absolut gut machbar. Ja, ich kann bei dir ein bisschen die Tasten sehen, aber ich habe hier noch eine zweite Kamera angeschlossen. Das ist eine schöne Möglichkeit über FaceTime. Kann man über das Videomenü jetzt diese zweite Kamera anwählen. Und jetzt müsste funktionieren, oder? Ja, wunderbar. Ich sehe, was du spielst und höre auch, was du spielst. Also perfekt.
Allerdings hast du auch meinen Sound garantiert in Mono gehört. Ja. Das ist ja, also hier hat man den Kopfhörer angeschlossen, direkt an das Instrument. Das höre ich hier beim Spielen natürlich in Stereo. Und okay, das ist der einzige kleine Nachteil, würde ich sagen. Ja. Und wenn man jetzt dagegen hält, was man an Technik bräuchte, wir müssten ja ein Audiointerface haben, ein Mikrofon, ein Kopfhörer, die ganzen Kabel dafür, die Stative, um das Mikrofon aufzubauen. Gut, es gibt auch Headsets, ja, alles schön, aber das wäre deutlich teurer erstmal und größerer Aufwand. Und die Tonqualität wäre nicht besser, weil letztendlich würde auch das in Mono gesendet über FaceTime. Also das ist schon eine super Lösung. Ja, cool. Top. Alles klar. Dann können wir das schon mal soweit festhalten und ich treffe dich gleich wieder. Alles klar, bis gleich. Alles klar. Für mich ist das schon mal eine super Sache. Sehr, sehr einfach. Man kann das einfach zusammenwickeln und hat eigentlich sein ganzes Online-Recording-Set dabei. Man kann damit Sessions aufnehmen, einfach im Rechner oder in sein Smartphone und sogar Online-Sessions machen. Das ist sehr, sehr einfach gelöst. Korg Piano Rack, einfache Lösung gegenüber eben der umfangreicheren mit Audio-Interface und allem drum und dran. Finde ich eine gute Sache. Die Sprachqualität ist völlig in Ordnung. Das kann man natürlich alles noch irgendwie besser haben, aber es funktioniert. Und darauf kommt es an.